Ja, wir wollen ja heute über Vorstudien sprechen und Vorstudien begleiten uns schon seit über 5 oder 6 Jahren. Damals, als SAP S/4HANA rauskam, war natürlich direkt die Frage, wie läuft die Transformation nach S/4HANA und was muss alles getan werden, um nach S/4HANA zu gehen. Das war oftmals eine sehr technische Diskussion. Wir kennen noch die Themen Brownfield, wir kennen das Thema Readiness Check, was in aller Munde war. Und wir kennen auch die Frage der CIOs. Die CIOs haben uns ja immer wieder gefragt. Ich denke noch an einen Kollegen da aus dem Rhein-Main-Gebiet, der sagte, ich verstehe ja, dass wir nach S/4HANA gehen müssen, aber wie erkläre ich das meinem Fachbereich, der erfolgreich R3 nutzt, und wie erkläre ich das meinem Vorstand, so viel Zeit und Mühe jetzt nochmal zu investieren für eine Transformation oder für einen erweiterten Releasewechsel nach S/4HANA? Was waren deine Fragen oder Erkenntnisse dazu, Christian? Ja, die Größe von so einem Projekt, das da ansteht, sticht natürlich heraus, und da ist es für die Kunden immer wichtig, vorab mal sich eine Planung zu überlegen, nicht einfach in das S/4HANA-Transformationsprojekt reinzusteigen direkt. Du hast schon ein paar Aspekte genannt. Jeder Kunde muss erstmal schauen, wie ist für ihn der perfekte Transformationsweg unter den verschiedenen Möglichkeiten, die SAP da als Roadmaps bietet, aber eben gleichzeitig auch zu schauen, dass man mit diesem vermeintlichen IT-Projekt Chancen verbindet zur Optimierung der Geschäftsprozesse und zum Ausbau des Business. Ja, genau. Also ich kann mich noch gut erinnern, 2019 waren wir beim Automobilzulieferer im Westfälischen und der hat uns mit einer Folie konfrontiert. Ich habe es mal mitgebracht, damals das Original von 2019, wo er sagte, okay, wenn, dann ist das Ziel dieses Transformationsprojekts weltweit oder company-weit, die ganzen Prozesse zu vereinfachen, zu harmonisieren und vor allem zu standardisieren. Und er sagt auch in unserem Share-Ton, es geht eigentlich nur, indem ich mir die Prozesse angucke und dann dazu das System optimiere. Ich denke, das ist auf der einen Seite Notwendigkeit, aber gleichzeitig auch eine Chance, nämlich die Chance, die Fachbereiche einzubinden, indem er dieses vermeintliche IT-Projekt für die Fachbereiche attraktiv macht, indem man ihnen die Möglichkeit bietet, im Zuge des IT-Projektes ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, sich den aktuellen Herausforderungen anzupassen und einfach in der Vergangenheit gewachsene Geschäftsprozesse noch auf den Prüfstand zu stellen, ob ich die eigentlich heute so brauche oder nicht in einem moderneren System auch viel besser abbilden könnte. Ja, was wir ja auch gemeinsam festgestellt haben beim Kunden aus dem Pharmaunternehmen im Umfeld von Basel, haben wir auch das nochmal ganz klar rausgearbeitet. So ein Projekt benötigt halt, dass man sich von Anfang an klar macht, wie sind eigentlich meine Business-Ziele, wo will ich eigentlich in Zukunft mit dem Business hin, und daraus ableitet den Business-Impact für das Projekt und auch immer wieder dann messen kann, werde ich durch mein Projekt, durch das neue System, durch die neue Funktionalitäten überhaupt meine Business-Ziele zu erreichen. Ja. Und verbunden dann mit diesen definierten Zielen eben auch eine Argumentation für das Projekt zu finden, warum ein so großes Vorhaben, damit ja auch mit Investitionen verbunden, eben auch für die Geschäftsleitung attraktiv ist. Das geht ja sogar so weit, ne? Wir haben es in einem Projekt erlebt bei einem Konsumgüterhersteller, dass am Schluss sogar auch der ROI ausgerechnet werden sollte oder musste und welche Werthebel in einer Werthebelanalyse ermittelt werden, wo wirklich der Nutzen auch quantitativ vorhanden ist einer S/4HANA-Transformation. Ja, das ist noch ein guter Aspekt. Also wenn man diese wichtigsten Prozesse für das Unternehmen kennt, ist das, glaube ich, auch eine optimale Voraussetzung, sich dann später im Projekt nicht zu verzetteln. Also auch schon im Rahmen einer Vorstudie zu überlegen, was sind die wichtigen Prozesse, auf die ich mich fokussieren möchte, wo muss das neue System, wo müssen die neuen Lösungen wirklich funktionieren und besser sein, und wo kann ich auch zukünftig sehr, sehr gut mit dem Standard arbeiten oder vielleicht auch meine in der Vergangenheit gewachsenen Prozesse wieder in den SAP-Standard zurückführen, der sich ja über die Jahre auch weiterentwickelt hat. Für Kunden, die sich für das Thema Vorstudie interessieren, haben wir auf unserer Webseite noch weitere Informationen zusammengestellt, die wir in dem Video verlinken werden.